Hallo, ich begrüße hier meinen Vortrag Interaktiver KI-gestützter Selbsttest zur gezielten Vorbereitung auf die PowerPoint-Modulprüfung. Das ist ein Selbsttest, aber zugleich auch ein Fallbeispiel, wie moderne Unterrichtsmaterialien ergänzt werden können. Das lässt sich also hervorragend mit jeder Art von E-Book machen. Damit dieses Video auch richtig genutzt werden kann, ist dieser Link, der hier gelb markiert ist, besonders wichtig. Nur dann hat man ein interaktives Video. Das will ich hier mit dieser Folie erklären. Im oberen Teil ist eine der typischen Fragen gestellt und unten sieht man die H5P-Bedienelemente. Da sind Kreise, die sind gefüllt, wenn die Fragen beantwortet sind, oder offen, wenn die Fragen noch zu beantworten sind. Da sind Punkte, da gibt es Hyperlinks, da gibt es auch eine Schaltfläche für das Einschalten von anderen Sprachen, von Transkripten in anderen Sprachen. Das muss also gegeben sein, wenn man das Video bestimmungsgemäß nutzt. Den Link habe ich hier nochmal wiederholt, gelb hinterlegt. E-Books, KI und H5P als Brückentechnologie in Bildung und Weiterbildung. Das gilt besonders für die Weiterbildung von Erwachsenen. Die nutzen E-Books und die kommen auch vielleicht gelegentlich zu Präsenzkursen zusammen, aber im Wesentlichen sind sie allein und wollen dennoch wissen, wie stehen wir denn da? Haben wir das verstanden? Sie wollen sich selbst einschätzen können, ob beispielsweise PowerPoint sitzt. Und falls Sie da, wie oft bei meinen Kursteilnehmern, am Ende eine Modulprüfung ansteht, ein Leistungsnachweis, dann soll das aussagekräftig sein. Auf dieser Folie habe ich zusammengefasst, was ich dann am Ende des Videos ausführlicher erläutern werde. Die wichtigsten Punkte sieht man hier und kann sich dann überlegen, schaue ich mir das am Ende dann im Detail an. Doch nun viel Spaß bei der Selbsteinschätzung der PowerPoint-Kenntnisse, seien die nun auf Basis des E-Books vom Herd-Verlag erworben oder aus anderen Büchern oder einfach nur durch Learning by Doing. Aus dem Inhalt des hier genannten Buches, da hat ChatGPT 230 Single-Choice-Fragen extrahiert und diese dann in 17 Blöcken bereitgestellt. Wer immer nur einen Teil beantworten möchte, der sollte sich die Zwischenergebnisse notieren. Die Daten werden nur dann gespeichert, wenn man dieses Modul dann auf einer Moodle-Plattform importiert. Und dort hat man ja die gewohnten Möglichkeiten, Kenntnisstände zu dokumentieren. Nach 20 Sekunden Musik und einer KI-generierten Grafik zum Kapitel kommen dann die ersten Fragen.